Hi Minis, ich bin's wieder, eure Melissa Minh und willkommen zurück zu einer neuen Reaction Time with Missy. So lange wieder keine Reaction Time gemacht. Letztens habe ich ja sowas Ähnliches gemacht. Ich habe so ein Spiel gespielt und zwar K-Pop-Songs erraten. War übelst lustig. Könnt ihr euch gerne anschauen. Link in der Beschreibung. Und dann könnt ihr dort auch schauen, wie viele Punkte ihr insgesamt bekommt. In dem Video, zu dem wir heute reagieren, geht es um WONYOUNG von IVE. Die Gruppe ist ja ziemlich neu und ich muss sagen, ich liebe die Gruppe einfach. Und WONYOUNG ist einfach so krass hübsch. Ich habe sie ja bei K-Pop Flex live gesehen und oh mein Gott, ihre Stimme, ihre Attitude, sie ist einfach richtig, richtig cute. Und ich liebe auch ihren Modestil. Und ich habe ein richtig krasses Video auf YouTube gefunden. Also der Titel klingt krass. Das Video heißt The Untold Truth About IVE WONYOUNG. Ich weiß, Leute, es ist ohne deutschen Untertitel, aber es ist so schwierig, deutsche Untertitel-Videos zu finden. Also wenn ihr welche seht, dann immer in den Kommentaren her damit. Also für diejenigen, die nicht so gut Englisch können, I'm really sorry, aber ich mache auf jeden Fall Untertitel an, also Englisch, und dann könnt ihr mitlesen. Und ich versuche, die wichtigsten Part natürlich wie immer zu übersetzen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wir starten mit der Reaction. Ich bin echt gespannt und let's go! Apropos Mode bzw. Fashion, ich habe einen neuen Schmetterlings Ohrclip reinbekommen. Ich biete den ja schon länger in meinem Online-Shop an, allerdings ist er verändert und zwar ist er jetzt verstellbar. Wenn ihr meine letzten Videos geschaut habt, ihr wisst Bescheid. Weil einige haben mich gefragt, ob die Clips verstellbar sind und früher waren sie es nicht, aber jetzt sind sie es. Das heißt, ob ihr größere Ohren habt oder kleinere, es ist kein Problem. Ihr könnt auch hier an der Seite so drücken, dann wird das ein bisschen fester und ihr könnt euch so krass bewegen ihr wollt, das fällt einfach nicht. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich WONYOUNGs Style übelst liebe und keine Ahnung warum, aber ich kann mir vorstellen, dass sie in diesen Schmetterlings Ohrclip so krass slayen wird. Also wenn ich sie das nächste Mal sehe, gebe ich ihr das. Ich finde ihn richtig, richtig pretty. Auch einer der beliebtesten Items in meinem Online-Shop, also gönnt den euch jetzt. Link unten in meiner Beschreibung und ihr profitiert vom kostenlosen Standardversand. Okay, zurück zum Video. The Untold Truth About IVE's WONYOUNG. Are you guys ready? Let's go! WONYOUNG is one of the most popular and beloved idols of the fourth generation. But behind her massive popularity, there are a lot of factors which have surprised people. Rumors of her private life, speculations of whether she was involved in the rigging scandal, her mysterious background keep people asking the same question. Who really is WONYOUNG? WONYOUNG has always been a gifted person. Ever since she was a child, she attended flute, piano, violin, and swimming lessons. She also got tutored in mathematics and English. Quite the genius, huh? WONYOUNG got scouted by Starship Entertainment very early on when she was just 13 years old. It was Mit 13 Jahren wurde sie gecastet. Being an idol wasn't in her plans in the first place. She was attending her sister's middle school graduation ceremony when she caught the eye of a scouting agent. She trained under Starship Entertainment for a year and 2 months before she got the green light to join Produce 48 in order to perfect her skills. Oh, da war sie being so a contestant was quite niedlich. controversial at the time, though. It's nothing new for literal children to Ja, be trained die war ja or vorher even schon mal in der debut, Girl but Group. it still causes uproar among netizens every time it happens. However, WONYOUNG had enough talent and charm for people to ignore the controversial parts of this altogether. Yes, her initial evaluation could have been better. Ich habe diese Casting-Videos sogar geguckt von ihr. Or some of them at least, which is no surprise. The fact that she was made to perform an inappropriate song as a minor, having more screen time than some of the other contestants, and the big amount of fans Sehr sexy sah sie da aus. Jetzt ist sie eher so cute, aber in den IVE sah sie übelst sexy aus. For her nasty attitude towards her bandmates, which happened whenever she breathed in the wrong way or looked Nee, ich finde ihre Attitude ganz schlimm. Also, die ist eher so cutie, wisst ihr? Ja, IVE war sie vorher. Something fishy was going on, as they believed that WONYOUNG did not deserve to be the center of the group compared to contestants like Sakura or Eunbi. And with the whole rigging scandal, where the director of Produce 48 admitted he had rigged the votes in favor of 4 different contestants, people said that there was a chance that WONYOUNG's position wasn't what it was supposed to be. Netizens thought that Mnet stopped Sakura from becoming the center because she was Japanese, and Koreans aren't exactly also, viele wundern sich, warum sie der Center ist. Jumped in ranks, even though they claim she didn't improve a lot from the very beginning of the show. Obwohl sie sich nicht so krass verbessert hat. WONYOUNG's final ranking was 7 and they made it 1. Sakura's real ranking was 1. It was fishy because taste it. I think there were more Japanese members if they did not rig the votes. But even though there was never any proof of which members were rigged in, Kann
man eh nicht beweisen, ne? Aber ich finde, sie ist geboren, um Center zu sein. Sorry, aber ist so. Sie kriegt sehr viel Hate, das ist sehr krass. Ich glaube, einer der meistgehassten K-Pop-Idols. Yeah, it's not something she can really be blamed for, but again, being an it girl comes with its downsides. With all the issues she was facing, there was also a lot of confusion about what her real nationality is. This is something that hasn't been cleared up to this day, but let me tell you why people suspect that she might have a Chinese or Taiwanese background. Also sie ist angeblich keine Koreanerin. Chinese idols aren't treated the best. Just look at the comments Korean netizens make about aespa's Minh. Things aren't much better for Taiwanese idols either. Like, remember what Tui went through for holding a Ich werde nie verstehen, warum man Hate bekommt, nur wegen seiner Nationalität. Und man nicht Koreaner ist als K-Pop-Idol. Girl. Oh, so hübsch. Oh mein Gott. Ah, krass. Was? Also sie heißt gar nicht WONYOUNG. Angeblich. Vielleicht haben die sich vertippt. Plus, Mnet used to put the nationalities of their contestants in their bios, but strangely, WONYOUNG's nationality section was left blank. The feature was removed after some time, but it still raised a lot of suspicions among people who noticed it at first. There were also speculations that WONYOUNG owned a Taiwanese passport, but it all turned out to be a misunderstanding as they're the same color as Korean ones. This argument also doesn't hold up because if WONYOUNG was truly Taiwanese with a dual citizenship, she'd have to pass a Chinese Mandarin language test, and she isn't exactly fluent in the language. Not only that, but the few times she spoke Mandarin, native speakers said that she sounded exactly like a foreigner. She was also born and raised in Seoul her whole life, so it would make sense for her to have a Taiwanese passport. There were also pictures of WONYOUNG holding a Korean passport, so the rumors were debunked before they could spread more. Plus, there have been actual news articles that talked about her parents' nationality. There was a Taiwanese news outlet that claimed Taiwanese in an article about Produce 48. The article says, ich hasse es, wenn man die Familie mit reinzieht, ne? She has a lovely and cute appearance. Her father is Taiwanese and her mother is Korean. There was also an alleged ex-classmate of WONYOUNG who said that she was Chinese, but neither the article nor the alleged classmate can be considered reliable sources. Then another rumor came about WONYOUNG's grandfather, Jang Yong-sung, that claimed that he's Chinese and used to be a man of a very important position. Also angeblich ist ihr Großvater Chinese and used to be the general secretary of the Association of Overseas Chinese in Korea. Another source said that he runs a Chinese restaurant in the neighborhood of Yongbyon. Alles Gerüchte. Mein Gott, man kann so viel in die Welt setzen, ne? His father is named Jang Woo-sung and is also the CEO of a large Chinese restaurant chain. But again, none of this information is confirmed. A user on Reddit also claimed, according to nichts davon wurde überhaupt bestätigt. It says she's like 1/3 or 4th Taiwanese, with her mom being half Taiwanese and half Korean. Boah, die machen so eine große Sache raus, nur wegen ihrer Ethnie. Oh mein Gott, ey, Leute, kommt mal klar. Her personality definitely gives off Korean vibes, though I'm not sure. But it's important to remember that in the end, these are all rumors which have been flying around ever since WONYOUNG was in Produce 48, but neither WONYOUNG nor Starship have ever confirmed nor denied them. A fan even claimed to have called up Starship in order to confirm or deny the rumors about her nationality, but they said that Starship didn't give any statement. There are two options for what's going on, though. The first one is that the whole thing about WONYOUNG's name in the Produce 48 website was a misunderstanding. There's a possibility that Mnet or Starship used the name Tan Yuanying in order to register her into the show, as Hanjiao names are used for ID purposes. They probably just forgot to change it to her Korean name until the issue got big enough to get their attention. The second possibility is that Starship is hiding her actual nationality in order to avoid controversies and make her look better to the Korean public. This wouldn't be the first time they fake something about their idols. I mean, they Es wird schon mal was gefaked? 3 Wooju Sonya members in order to match their zodiac sign concept. What's krass. WONYOUNG's nationality? It's not even hard with how little information we have about WONYOUNG's private life. In general, WONYOUNG has been very quiet about her life before she was an idol or her life outside of her job. There's not too much that people know about her beyond what she's already told the public, but this has made everyone all the more curious. Her nationality isn't the only thing that was confusing people. There are also a lot of speculations that WONYOUNG actually comes from a wealthy and powerful family. Even before she debuted in IVE, she was seen wearing a lot of designer pieces. She also went to an English-speaking school when she was a child, which is quite expensive and can't be afforded by many. WONYOUNG also said that she had never used public transportation, which means that this girl is loaded. Lol, die hat noch nie Bus oder so benutzt, also öffentliche Verkehrsmittel, lol.
toll. She had paid her way into being the center, and even later on, she was accused of being a silver spoon and getting special treatment because of it. So yes, all of her so-called scandals are based on rumors and speculations and people trying to tear her down by making up excuses about her popularity. So anytime you see people coming up with all sorts of rumors to discredit WONYOUNG or make her look bad in the eyes of her fans and netizens, take them with a grain of salt. Now that we found out that insane people actually pay others to leave hate comments on their fan cams and videos, who's to say that people aren't also paid to start zahlen für die Hate-Kommentare. Die Haters. Sie hat so viele Haters, Alter, weil, ey, sie ist so schön. Ich glaube, die Haters sind einfach nur mega neidisch auf sie. Wisst ihr, was mich so krass nervt? Das mit der Nationalität. Ich meine, wir leben gerade in 2022. Excuse me, wir haben 2022. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Wir leben gerade in einer Zeit, wo Diversity eigentlich so die Überhand übernimmt und alles. Und dann haben einige noch so ein Denken, dass man Koreaner sein muss, um K-Pop-Idol zu sein. Ich meine, im Endeffekt zählt nur Talent und Fleiß. Ich habe keine Ahnung wann, aber ich hoffe eines Tages, ich glaube wirklich dran, dass es sowas von egal ist, woher du kommst, man dich akzeptiert und du deine Träume leben kannst, egal ob als K-Pop-Idol oder als was weiß ich was. Und ich glaube auch wirklich, die meisten hassen sie, weil sie nicht sie sind. Ich meine, she is so beautiful, sie ist reich, sie ist hübsch, sie kommt aus einer guten Familie, sie ist K-Pop-Idol, sie ist berühmt. Ich meine, einfach ein perfektes Leben, oder findet ihr nicht? Ich gönn's ihr auf jeden Fall vom ganzen Herzen und ich meine, sie hat ja so früh angefangen, sie wurde ja mit 13 Jahren schon gecastet, wo manche gefühlt noch mit Puppen spielen. Und wenn man mit 13 gecastet wird, ich denke, das ist schon sehr hart und sie hatte kaum eine Kindheit. Also der ganze Ruhm, den die jetzt hat, dafür hat sie auch sehr, sehr viel geopfert. Deswegen gönne ich es ihr wirklich vom ganzen Herzen. Und ich meine, ich kenne sie zwar nicht, aber sie kommt für mich sehr liebenswert rüber. Und ja, Leute, das war's auch schon mit meiner Reaction. Ey, ich gehe jetzt duschen. Ich bin so fertig. Ich kam gerade vom Sport, aber ich wollte unbedingt noch eine Reaction-Time für euch machen, weil wir es so lange nicht mehr hatten. Und ja, Leute, danke schön fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!